Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Passend zum Anfang der Kürbiszeit oder so, ich glaube es ist gerade so in Deutschland im Anfang, habe ich mir gedacht, mache ich für euch mal so einen richtig schönen saftigen Kürbiskuchen. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch einmal. Die Mengenangaben verlinke ich euch natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Zum einen Kürbis, der hier ist schon vorgekocht, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Ihr braucht regulär halt einfach nur 300 Gramm ungekochten Kürbis, den ihr dann verarbeitet. Dann Butter, Vanillezucker, normalen Zucker, Honig, Eier, Backpulver und Mehl. Und ich tue da jetzt noch Schokodrops rein und ich dekoriere das nachher dann noch mit Puderzucker. Müsst ihr aber auch nicht, aber schmeckt besser und sieht gut aus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir tun einmal den Kürbis hier rein. Den müsst ihr eigentlich halt kochen, bis er weich ist. Ich habe den jetzt auch mit Kerne da drin. Das müsst ihr halt auch gucken, ob ihr das mögt oder nicht. Das könnt ihr dann entscheiden. Das ist dann Geschmackssache. So, die Butter dazu. Jetzt klappt das natürlich wieder nicht so. Dann machen wir das so. Und verrühren das einmal. Das klappt natürlich auch nicht so. Achso, ihr solltet am besten warme Butter nehmen. Sonst rührt euch dann heißen. Wie gesagt, ihr könnt das auch gerne pürieren. Mit dem Mixer machen, mit der Küchenmaschine, wie auch immer. Und verrührt euch das so einmal. Ihr merkt aber auch nachher von den Kernen nichts mehr. Der wird einfach nur richtig schön saftig, der Kuchen. Und die Kerne verkochen ja quasi oder verbacken. Ihr könnt den Backofen auch schon mal auf 190 Grad Umluft vorheizen. So, jetzt kommt. Ach, jetzt brauche ich. Moment. Ich brauche den Teigschaber wieder. Der Zucker in die Schüssel. Machen wir gleich. Mit dem Vanillezucker, dann dem Honig, ja. Stand im Kühlschrank, der ist ein bisschen widerspenstig jetzt. Da bei uns aber irgendwie so spontaner Sommereinbruch ist, muss ich das halt alles kühl stellen. So, und die Eier da rein. Und das verquirlen wir jetzt einmal. Jetzt nehmen wir uns die Zuckermischung und tun das Mehl und das Backpulver da rein. Könnt ihr vorher verrühren oder nicht, das ist eigentlich egal, weil es wird jetzt eh verrührt. Und wechseln einmal den Aufsatz und verrühren das dann auch nochmal zum schönen Teig. Jetzt muss ich einmal kurz rausmachen. Tun wir die Kürbismischung dazu.
verrühren das nochmal. Dann sollte man schon sehen, dass das ein richtiger Teig wird, kein Streuselkuchenteig. Der generelle Kuchenteig ist jetzt schon fertig. Das ging jetzt, was waren das in Echtzeit, keine 10 Minuten, glaube ich, ne? Der geht richtig schnell, der Kuchen. Und noch dazu ist der halt mega lecker. Und ist nicht ganz so ungesund, wenn man da jetzt nicht gerade Schokodrops reintut. Die kommen nämlich jetzt noch dazu. Auflaufform nehme ich mir schon mal. Nur halt jetzt mache ich das nicht mehr mit der Maschine, sonst wird das auf einmal doch noch zu warm, dann schmilzt das irgendwie. Hier rühre ich einfach nur von Hand unter. Der ist schneller als mein Zitronenkuchen, merke ich gerade. Das war bisher mein schnellster Kuchen. So, jetzt tue ich alles einfach nur hier in die Form. Bisschen kompliziert wieder für die Kamera. Ich nehme gerne Silikonform, weil man die halt vorher auch nicht fetten muss. Super sind die. So, und verteile den Teig jetzt neu drin. Und tue den Kuchen so, wie er ist, jetzt ca. 45 Minuten in den Backofen. Das kommt immer noch an, wie stark oder wie schwach euer Backofen ist. Am besten mit so einer Stäbchenprobe mit einem Zahnstocher oder Schaschlikspießer soll mal reinstechen. Wenn da halt nichts mehr dran kleben bleibt, dann ist er gar. Und dann ein bisschen auskühlen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Kuchen ist fertig. Der war jetzt 45 Minuten, also wirklich genau im Backofen drin. Danach habe ich die Stäbchenprobe gemacht und der ist super gut. Jetzt tue ich da noch ein bisschen Puderzucker drauf. Gucken, ob das mit dem feinen Puder überhaupt geht. Oh. Nicht ganz. Ja, wortwörtlich Puderzucker. Ja, auch sehr unbeständig hier in Paraguay. Mal ist das wirklich Puderzucker und dann ist das halt so, wie man das aus Deutschland kennt. Viel hilft viel. Erinnert an Weihnachten. Jetzt geht es ans Anschneiden. Ich mache mal hier ein relativ dickes Stück, damit ihr das auch schön seht. Bumm. War jetzt nicht so elegant. Ich schneide mal das andere an. Zu zeigen, wie saftig der Kuchen ist, ist immer ein bisschen schwer. Hört ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier ist die Klimaanlage. Aber ihr seht schon, das bleibt doch so. Und der ist jetzt nicht roh, der ist halt richtig schön saftig durch den Kürbis da drin. Mal gucken, ob er diesmal auch so schmeckt.
Vorsicht beim Atmen mit dem Puderzucker. Wenn ihr ein bisschen Farbe ins Spiel bringen wollt, dann macht ihr einfach noch so ein bisschen oder so ein paar Smarties da rein. Das sieht richtig geil aus, weil die Farbe da schön zerläuft. Oder wenn ihr es halt gar nicht mögt, dann lasst ihr natürlich raus. Ihr seht jetzt auch hier, also da ist nichts von den Kernen oder irgendwie sowas zu sehen. Ja doch, da, einen. Den müsst ihr dann bei Kindern, die sowas nicht mögen, verstecken. Aber der ist richtig gut und der schmeckt auch nicht nach Kürbis. Was ich noch sagen wollte, das war jetzt bei uns so ein kleiner Zapallo, so ein kleiner Kürbis. Den kann man regulär auch mit Schale mitessen, wie in Deutschland der Hokkaido. Allerdings habe ich den geschält, also einfach nur mit einem Sparschäler. Das geht super, aber ich bin jetzt trotzdem nicht so, die sagt halt, ich würde die Schale mitessen. Aber Kern und alles, gar kein Problem. Ansonsten nehmt den Kürbis, den ihr mögt, den ihr möchtet. In Deutschland gibt es den hier, glaube ich, sowieso nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Nee, falsche Schüssel. Die nicht. Jetzt habe ich ein Messer vergessen. Tada!